So, und damit herzlich willkommen bei Maximal Minimal. Mein Name ist Max und heute gibt es eine weitere Lok-Vorstellung von meiner Seite aus. Und zwar, ihr ahnt es sicherlich, es handelt sich um eine 218er von Märklin, nämlich die 39276, die 218er in der IC-Lackierung. Da habe ich ja mal vor geraumer Zeit im Community Hub eine Umfrage gestartet und die Lok hat knapp gegenüber der Rocco, der Guste 218er verloren. Deswegen habe ich euch als erstes auch die 218er, also die Guste vielmehr vorgestellt, in der orientroten Lackierung. Und jetzt würde ich sagen, machen wir uns an der IC-Lok zu schaffen und packen die mal gemeinsam aus. Ihr seht, sie ist noch komplett original. Also ich habe sie noch nicht aufgemacht. Ich habe sie nur für die Umfrage damals, nur den Karton quasi geöffnet, aber sonst ausgepackt habe ich sie mich noch gar nicht. Und das habe ich natürlich dann, damit wir gemeinsam hier drauf schauen können, was es bei der Lok alles so Besonderes gibt. Also die Lok erstmal natürlich, da ist eine coole Farbe in IC-Look. Sonst haben wir die sozusagen geteilte Lok vom AW Cottbus mit auf der einen Seite schwarz, auf der anderen Seite, also für das Dampflokwerk, auf der anderen Seite das sozusagen der IC-Look der Lok. Oh, das ist aber schwierig. Und jetzt hier komplette IC-Farben, also von dem her echt sieht cool aus. Also mir fehlen nur noch die IC-Wagen, aber das lässt sich auf jeden Fall mal nachholen. Und vor allen Dingen, was man nicht so arg hat, ich habe bisher nur eine auf der Anlage von Rocco in Verkehrsrot, eine 218.3. Gibt es nämlich jetzt von den Herstellern nicht ganz so häufig. Ich weiß, es gibt von Fleischmann gibt's noch zumindest eine von eine Orientrote, die ich mal hatte, die 350er. Ich weiß gar nicht, könnte sein, dass die eine oder andere Verkehrsrote es noch von Fleischmann auch gab. Sonst aber gewohnt, an der Lok, ich würde auch gar nicht mich zu lange aufhalten. Wie gesagt, sehr, sehr schön. Gefällt mir wirklich gut. Diesmal mit geschlossenen Lüfter, also jetzt nicht der offene große Lüfter, sondern hier der geschlossene Teil. Auch mal was Neues, eben in dieser neueren oder in dem Refresh, sag ich mal, oder ja, in der Neuerung, was Märklin gemacht hat. Sonst hat ja quasi mit dem ganzen Thema Führerstandsbeleuchtung, respektive auch jetzt die Innenbeleuchtung, war ja immer nur in Anführungszeichen mit dem großen Lüfter. Jetzt, wie gesagt, dann mit dem geschlossenen und wie gesagt, gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Also da kann man wirklich nichts sagen. Und ich würde sagen, aber da, wie gesagt, wir halten uns nicht darauf auf, sondern wir haben ja auch miteinander gesprochen. Ihr wolltet auch das Thema Technik mal näher beleuchtet haben. Deswegen hole ich mal mein ultra wenig genutztes Liegebett und wir schrauben die Lok einfach mal gemeinsam auf. So, und dafür schrauben wir einmal hier die Schraube auf. Da hat sich bei den ganzen Märklin 218 nämlich überhaupt nichts geändert, was ich sehr positiv finde. Schaue ich nur mal, ich mache es nur mal langsam, ich kenne die Konstruktion nicht, ob da irgendwelche Stecker oder Kabel sind. Ah ja, guck. Und da haben wir jetzt schon die Lok. Oder das Lokinnere vielmehr. Ich würde es auch zusammenlassen. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch, weil man kann jetzt hier diese Stecker, können wir jetzt ablösen. Möchte jetzt aber auch nichts kaputt machen in der Hinsicht dann. Und das haben sie auch gut gemacht. Man kann es jetzt einfach nebenher so machen. Und dann sehen wir mal das Innere der Lok. Das heißt, wir haben links und rechts die Kabel, die ins Gehäuse reingehen, ist nichts anderes als die Führerstandsinnenbeleuchtung für die jeweilige Seite. Und jetzt schaue ich mal selber gerade. Okay, diese Clips-Dinger finde ich eigentlich ganz cool, dass die nicht sozusagen in das Getriebe oder sowas dann reingehen oder rumschlackern. Und was natürlich super toll ist, aber lass uns das mal kurz umdrehen.
Hier haben wir nämlich jetzt die ganze Reliefnachbildung vom Führerstand. Das ist nämlich dann sehr, sehr spannend. Ihr könnt euch noch daran erinnern, die Rocco-Lok, die hat aufgeklebte Sticker gehabt. Hier haben sie wirklich den Maschinenraum nachgemacht. Jetzt möchte ich nur, was mich persönlich interessiert, ich denke mal euch auch, wie sie das mit der Innenbeleuchtung gemacht haben. Die haben hier, man sieht es, da ist eine LED zum Beispiel. Da kann man nämlich das Fenster dann sehen. Genauso auch hier hat man eine LED gemacht. So, lass uns die mal wieder umdrehen. Ja. Hier und hier. Das heißt, wir haben wirklich für jedes oder für jede Fensterseite, die wir ja hier offen sehen, quasi noch eine eigene LED auf der Platine gemacht, mit diesen Auswüchsen der Platine. Sehr, sehr cool. Sonst, wie gesagt, nichts weiter spannend. Unten drunter der Motor würde ich jetzt nicht weiter aufschrauben. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Und dann haben wir hier die Lautsprecherkabel. Wir haben hier natürlich für die ganzen Lampen die ganzen Kabel links und rechts, sowie hier Masseabnahme und hier Masse und Schleifer. Nichts weiter Spannendes hier, genau hier für den Motor, das Abgreifen. Deswegen passt es soweit, aber cool gelöst. Auch, dass man die Stecker dann wegmachen kann für die Führerstandsinnenbeleuchtung. Haben sie gut gelöst. Wie gesagt, mich hat es persönlich wirklich interessiert. Ich habe es wirklich noch gar nicht angeguckt. Und bei der Press hatten wir gar nicht, oder hatte ich euch damals gar nicht gezeigt, wie das Innenleben aussieht. Das ist ja analog letztens zu der Lok. Und mich hat es wirklich selber interessiert und ich glaube euch auch. Und ich würde sagen, wir basteln die Lok wieder zusammen und dann geht's rauf auf die Anlage und ich zeige euch wie immer ein kleines Fahrvideo mit einer kleinen fiktiven Geschichte dahinter. Dann, bis dann!